Okay, legen wir los. Wir schauen uns heute eine wirklich große Idee von einem der einflussreichsten Soziologen unserer Zeit an, Anthony Giddens. Und es geht um nichts Geringeres als die Frage, wie sich unsere Beziehungen und die Liebe fundamental verändert haben. Fangen wir doch mal mit einer Frage an, die sich wahrscheinlich viele von uns schon gestellt haben. Woher kommt eigentlich dieser moderne Druck, einen Partner zu finden, der quasi alles in einem ist? Also bester Freund, Liebhaber und am besten auch noch Therapeut. Um zu verstehen, was heute los ist, müssen wir aber erstmal einen Schritt zurückgehen. In eine Zeit, in der die Spielregeln für Beziehungen, noch komplett anders waren. Also, früher war die Ehe oft, sagen wir mal, ein ziemlich praktischer Deal. Da ging es nicht primär um die ganz großen Gefühle, sondern um Pflicht und um wirtschaftliche Stabilität. Die Rollen waren klar verteilt. Und heute? Ja, heute ist das eine ganz andere Geschichte. Alles basiert auf freier Wahl, auf Emotionen und dem Wunsch, sich gemeinsam persönlich weiterzuentwickeln. Ein Riesenunterschied, oder? Und genau für diese neue Art von Beziehung hat der Soziologe Anthony Giddens einen Begriff geprägt. Er hat damit eine, man kann schon sagen, erdbebenartige Veränderung in unserem Privatleben auf den Punkt gebracht. Er nennt das die reine Beziehung. Was heißt das jetzt genau? Im Grunde ganz einfach. Man ist zusammen, weil man zusammen sein will. Punkt. Die Beziehung existiert also um ihrer selbst willen, frei von äußerem Druck, egal ob das finanzielle Gründe sind oder gesellschaftliche Erwartungen. Das Fundament für so eine Beziehung sind also gegenseitige Zufriedenheit, ganz viel offene Kommunikation und Gleichberechtigung. Es ist genau dieser Punkt. Man ist zusammen, weil man es will und nicht, weil man es muss. Okay, aber wie kam es überhaupt zu so einer krassen Veränderung? Was ist da passiert? Die Antwort, die liegt nicht nur im Privaten, sondern in einem viel größeren gesellschaftlichen Umbruch. Giddens bringt das mit der sogenannten reflexiven Moderne in Verbindung. Klingt kompliziert, meint aber im Grunde, dass wir heute nichts mehr einfach so als gegeben hinnehmen. Wir hinterfragen ständig alles, Traditionen, soziale Regeln und gestalten unser eigenes Leben und unsere Identität aktiv selbst. Und das hat natürlich Folgen. Das bedeutet nämlich, dass selbst unsere engsten, unsere intimsten Bindungen plötzlich verhandelbar werden. Man könnte sagen, wir leben jetzt in einer Art Demokratie der Emotionen, in der alles diskutiert und ausgehandelt wird. Das klingt ja erstmal alles super, oder? Eine gleichberechtigte Partnerschaft auf Augenhöhe, basierend auf offener Kommunikation? Wer will das nicht? Aber ist das wirklich schon die ganze Wahrheit? Es gibt da einige Kritik. Vor allem aus der feministischen Ecke wird argumentiert, dass diese doch sehr optimistische Sichtweise ein paar ziemlich hartnäckige und auch unbequeme Wahrheiten einfach übersieht. Es gibt da diesen feministischen Spruch, der die Kritik eigentlich perfekt auf den Punkt bringt. Die romantische Idee von der großen Liebe, die verschleiert eben oft, dass am Ende die Realität der ungleichen Hausarbeit wartet. KritikerInnen, zum Beispiel die Soziologin Lynn Jameson, sagen ganz klar, die Realität sieht oft einfach anders aus. Wir reden zwar die ganze Zeit von Gleichberechtigung, aber die alten Muster bei Hausarbeit und Kinderbetreuung, die sind immer noch da. Und das bedeutet auch, für viele Menschen entsteht Nähe und Intimität gar nicht so sehr durch ständiges Reden, sondern vielmehr durch ganz praktische Fürsorge. Und diese Arbeit, die wird eben immer noch viel häufiger von Frauen übernommen. So, und das bringt uns zu einer letzten ziemlich provokanten Frage. Ist dieses moderne Ideal der reinen Beziehung wirklich das große, befreiende Ziel, für das wir es halten? Oder lenkt es uns vielleicht sogar ab? Lenkt dieser ganze Fokus auf die individuelle Kommunikation uns von der eigentlichen, der strukturellen Arbeit ab, die wir leisten müssten, um echte Gleichberechtigung zu schaffen?